Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an, was die Portaltage im neuen Monat so mit sich bringen. Für das Kollektiv, welche Themen darf ich weitergeben? Ja, das Fallen von Konditionierungen, Erinnerungen, die es nicht länger gibt, die einen definieren. Man hat so oder kriegt so ein neues Bild von sich selbst. Schon mal eine spannende Einführungskarte. Der Neubeginn mit der Osterglockenfee. Der Neubeginn, der fällt ständig, ne? Und wir haben hier die Muschel, die Auster. Es geht um Inspiration, Empfängnis, sich öffnen. Die Zartheit der Seele, die Kraft der Liebe, etwas, was von innen heraus wächst. Passt eigentlich auch sehr schön, ne? Wenn wir hier vergessen sollen, wer wir mal waren, wenn Konditionierungen nicht mehr wirken, dann sind wir tatsächlich auf der Pilgerreise unserer Seele. Hier gibt es neue Impulse, auch geistiger Art. Und hier kann man aus einem Sandkorn eine schöne Perle entstehen lassen, auch wenn der Prozess vielleicht manchmal ungewöhnlich ist. Es geht um die Zartheit in einem, das weibliche empfangende Prinzip, die Schönheit. Und wenn die Muschel erscheint, dann macht sie empfänglich für den Geist, auch das Geistige und die Weisheit, mit denen man alle Nebel beiseite schieben kann. Wo etwas ist, das ist jenseits allem, ne? Und hier geht es um einen großen Bewusstseinssprung, viele Erkenntnisse und natürlich auch dem Ausdruck dieser Erkenntnisse. Hier kann sich eine völlig neue Seite zeigen, für jede Person, für jeden selbst. Hier ist ein Stückchen weit auch die Akzeptanz für etwas, was zu Ende geht, etwas, was neu beginnt und wo sich Erfolg einstellen will, indem man sich ganz fühlt und verbunden auch mit allem, ne? Zur Ganzheit zurückzufinden, vor Neubeginnen nicht weglaufen oder das Alte für besser definieren. Hier ist ein bisschen mehr Vitalität. Dinge, die nicht länger nützlich sind, dürfen sich verabschieden. Vor allem mit dem Gefühl für uns, es ist auch okay so. Es gibt sehr viele, die treten also auch ich sage das nicht bewertend, manchmal eine Mühle weiter, um ja nichts zu verlieren und nehmen sehr viel schwere Dinge auf sich, anstatt sich für das Neue, Leichtere zu öffnen. So. Hier geht es um das Leben, hier geht es um unsere Vitalität, unsere Wurzeln, lange Prozesse und es geht auch um Kommunikation in diesem Bereich, ne? Ausdruck, Gespräche über das Leben. Vielleicht auch eine Botschaft, die hier dazu dient, dass man sich wieder geerdeter fühlt, verwurzelter. Wir haben so die Blockade hier im Kopf, die Berge, die es zu überwinden gibt. Hier geht es um Lebensblockaden sogar. Unausgesprochene Dinge oder auch Dinge, die einem mal gesagt wurden, die einem im Kopf hängen. Denkt an die erste Karte, Erinnerungen definieren einen nicht mehr länger.
Wow, was soll ich sagen? Aus der Schwere in die Leichtigkeit, aus der Herausforderungen auf ein stabiles Fundament. Hier ist sehr viel Energie, die einen tatsächlich definiert hat, weil in die Wiege gelegt, konditioniert. Und auch immer so mit diesem, sag ich was drüber oder nicht, ne? Bin ich lieber ruhig oder sag ich was? Unterdrückte Sprache irgendwie. Antworten, die fehlen. Verstrickungen aus der Vergangenheit. Mutterthemen. Ich meine, wir haben hier Empfängnis. Ne? Verlust von Mutterfiguren vielleicht auch. Oder das eigene Ding, ne? Dass man so für sich denkt, wo hat mich mein Muttersein hingebracht? Guck mal, hier haben wir das Glück in der nahen Zeit. Wir haben hier 2 Nachrichten, die uns beflügeln können. 2 Nachrichten, die Glück bringen. 2 Gebiete, wo sich das Kreuz ein bisschen wendet, wo der Zeitraum kürzer wird, wo die Blockaden mehr bröckeln. Auch hier habe ich wieder, dass es Personen geben könnte, die wichtig für uns sind. Das sind welche, die inspirieren durch Gespräch oder durch Unterstützung. Können hier auch welche aus dem Bereich der Vitalität an sich sein. Wir fühlen uns gebunden in Kreisläufen. Beziehungsthemen werden abgefragt. Wie glücklich ist man? Wie oberflächlich glücklich ist man? Wir selber. Guck mal, wir haben hier die, es ist jetzt egal, ob du Mann oder Frau bist, diese Teile gibt es in beiden. Wir haben hier die Schlange und die Dame. Ne? Hier ist mit dem Thema Empfängnis ja auch die weibliche Eigenschaft verbunden, bei der man sich ausrichtet und nicht nur reinbuttert, indem man auch Beziehungsdrama oder Karma ablegen kann, durch Erkenntnisse, an die man bisher nicht kam. Wie zeigen wir uns dem Umfeld oder was halten wir zurück? Wo sind so Themen, wo man nicht vorankommt, wo man nicht im Flow ist, wo man vielleicht auch aufläuft irgendwo an ein Hindernis. Einerseits ist da dieser Wunsch, Träume zu verwirklichen, die Lebensreise umzubuxieren. Andererseits ist es die Befürchtung davor. Das Außen spielt eine wichtige Rolle. Ne? Das Außen und wir, wem möchte ich gefallen? Wie nimmt man mich wahr? Wie nimmt man mich nicht wahr? Ich glaube, wir sind alle erst richtig frei, wenn einem das wurscht egal ist. Und die Anfangskarte, ne? Vergiss mal, wer du bist. Das Außen hat es nicht zu interessieren, weil du wirst eh anders wahrgenommen, wie es tatsächlich ist. Aber ja, hier kommt einfach auch ein Impuls, der ein bisschen schicksalshafte Drehung mitbringt, wo man jetzt nicht mit rechnet. Ne? Ein bisschen Glück von außen, von einem Umstand, von einer Situation.
bei der es einfach auch darum geht, dass man... Du kannst ja sagen, wie soll ich das erklären? Wir haben hier zweimal das Thema Kommunikation. Du kannst ja sagen, was du willst. Es gibt immer Leute, die hören noch was dazu oder die sprechen, die hören noch was rein oder die interpretieren irgendwas oder da gibt es so, du warst schon immer so. Und um das geht es, ne? Das fallen zu lassen auch, nicht mit der Härte oder mit dem Kreuz auf dem Rücken hier voranzugehen oder die Schwere zu tragen, sondern in einen glücklichen, empfangenden Teil zu investieren. Die Schlange bringt dir natürlich auch immer die Medizin für die Dinge, ne? Hier in dein Leben rein. Die Dosis macht das Gift. Und für alle, wo denken hier, ne, ich habe so einen Drahtseilakt, ich weiß nicht, ob ich runterfalle oder ob ich die Mittel zur Verfügung habe, wird einfach gesagt, wende das an, was du kannst, um die Situation zu lösen. Du schaffst das, ne? Guckt mal, hier ist man quitt mit etwas. Ne? Man hat bezahlt. Es ist kein Gegenwert mehr erforderlich. Man ist niemandem mehr was schuldig. Man hat sich selber irgendwie... Ich meine, wie viel Schuld haben wir von anderen eingetrichtert gekriegt? Immer auch, ne? Also in meinem Fall war das ordentlich. Ich war eigentlich immer für alles schuld. Wenn etwas schief ging, war ich's. Wenn etwas falsch wahrgenommen wurde, war es ich. Wenn etwas fehlte, war es ich. Und das macht natürlich was mit einem. Es prägt einem. Das gesprochene Wort hat viel Macht. Da kann ich mich nur immer wieder wiederholen. Und es hockt dann auch tief, ne? Und es kommt jetzt drauf an, ob du dich geduckt weiter bewegst oder ob du sagst, nee, nee, mit mir nicht mehr, ne? Ich habe bezahlt, ich bin nichts mehr schuldig, wir sind quitt. Hier geht es darum, dass man tatsächlich irgendwie eine alte Gewohnheit oder etwas, was lästig war, aus dem Leben genommen bekommt. Auf sehr schöne Art und Weise. Sprich, da wo du bezahlt hast, kannst du jetzt empfangen. Und hier ist eine große Bereicherung für alle Sinne. Ne? Man lässt sich mehr verzaubern, man guckt auf das, was nicht sichtbar ist. Man spaltet es nicht ab. Ne? Man weiß, dass das Unsichtbare genauso ist wie das Sichtbare und beides seinen gleichen Wert hat. Ist ja gerade auch in der Bewertung durch andere oft sichtbar für uns. Ne? Keiner sieht das Unsichtbare in dir, nur das Äußere oder das, was du anhast, wie du wirkst. Und wir haben hier, das Glück liegt vor dir. Hier liegt es tatsächlich in der näheren Zeit. Bück dich, heb das Glück auf, ne? Okay, was nehmen wir noch? Ich hätte heute gerne mal wieder einen Engel für die Portaltage. Was kriegen wir hier für einen Engel mit für das Kollektiv? Was ist unser Beistand? Der Engel der Intuition, die innere Stimme, die den Weg kennt. Hier ist die Kommunikation, ne? Die auch aus dem Innern kommt, wenn du manchmal denkst, ich habe in mir keine Antwort, dann ist sie vielleicht nicht gleich sichtbar. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da ist. Bei allen Fragen, wo hier das Denken auch blockiert ist, geht es einfach darum, ein bisschen mehr in sich zu gehen, die innere Stimme zu suchen und die Wahrheit zu suchen
Und wer intuitiv geht, geht immer den richtigen Weg, ne? Das ist lediglich der Geist, der einen auch dann immer behindert, dieses ständige Denken. Könnte es richtig sein, könnte es falsch sein? Wenn man hier Entscheidungen zu treffen hat, Weggabelungen, was macht das Außen mit dir, ne? Was sagen die anderen? Macht es ja nicht oder ja, macht es doch. Wie beeinflussbar ist man an diesem Punkt? Man darf auch hinterfragen, wie oft man zum Beispiel schon auf jemanden gehört hat und das ging dann in eine völlig falsche Richtung. Und es geht einfach um den inneren Kompass, den richtigen Weg, wie sich das anfühlt, wenn einem plötzlich leicht ums Herz wird. So, die Vögel noch. Der Goldammer. Ich fliege zu dir und bringe dir Würde, Reichtum und Feinfühligkeit. Komme ganz bei dir in deinem Herzen an und entdecke den Schatz in deinem Innern. Das ist sehr ähnlich wie der Engel der Intuition, ne? Der Waldmeister, der die Sinne aufmacht. Die Konditionierungen, die einen nicht länger definieren. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Monat. Möge alles, was ihr braucht, zu euch kommen. Und gute Portaltage an sich mit vielen Erkenntnissen und immer stetig wachsender Intuition. Ich drücke euch und bis bald.